Ich mache das aus Liebe. Ich denke immer zuerst an den Spaß. Ich sage immer, Beruf kann man nur mit Spaß. Man muss leider vieles im Leben machen, weil sonst kriegt man ja kein Geld. Aber wenn man es sich schon irgendwie leisten kann oder man hat diese Richtung, dann ich sage es auch an die Jugendlichen, bitte macht nie etwas, was euch keinen Spaß macht, weil das wird nichts. Ich selbst bin eigentlich Fotokaufmann. Und dort haben wir mit Film und Foto erlernt. Aber nicht jetzt Film, Video, weil damals hat es noch kein Video gegeben. Also erst im letzten Jahr ist dann an der Schule die erste Schwarz-Weiß-Kamera gekommen, also videomäßig. Wir haben noch auf Super 8 gefilmt und irgendwie habe ich immer schon eigentlich die Liebe zum Film gehabt. Es ist immer interessant, alles auszuprobieren im Leben und warum auch nicht Verkäufer. Es war auch interessant, ich habe mich dort reingetigert und es hat mir auch Spaß gemacht, aber habe immer nebenbei irgendwas schon gefilmt oder fotografiert. Und irgendwann einmal, also wie ich dann mich selbstständig gemacht habe, auch mit Fotohandel, nebenbei immer gefilmt. Und da habe ich auch wieder einen guten Freund, den ich eigentlich bis heute habe, der lebt also jetzt auch in Israel. Der hat dann gefragt, ob ich mit ihm weiß nicht, was das erste war, ich glaube eine Beschneidung war das, machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich mit ihm zusammen praktisch so ein bisschen angefangen, in dem jüdischen Bereich zu filmen. Ja. Der ersten Auftrag, den wir eigentlich entgegengenommen haben, war vom Bankhaus Winter, also Moskowitsch heißt diese Familie. Das war für uns 100 Dimensionen zu groß. Ja, die Hochzeit war nur die Hochzeit, also Chuppa, war im Palais Schwarzenberg. Und die Hochzeitszeremonie selber war dann im Intercontinental, also die Feier, Entschuldigung. Und das alles noch in letzter Sekunde, alles noch aufgebaut. Es war einfach 100 Dimensionen eben zu groß. Aber man lernt halt aus Fehlern, nicht? Und zum Glück war es ja nicht mein Auftrag. Es hat eher an Land gezogen. Also ja, so hat es einmal angefangen und er war ein bisschen zu chaotisch und wir haben uns dann irgendwie, jeder ist seine eigenen Wege gegangen und ja, und dann habe ich halt meine eigene Videofirma gemacht, ja, und eigentlich alles gut gelaufen, aber wie ich meine Frau kennengelernt habe, dann ist es noch besser gelaufen, weil sie ist eigentlich irgendwie auch die treibende Kraft und sie bringt da auch ein bisschen Ordnung auch rein in das Ganze. Ja, es funktioniert wunderbar, wir streiten täglich. Aber nur wegen der Arbeit, nicht privat. Also wir haben nur Differenzen wegen unserer Arbeit, weil wir das wirklich mit vollem Herzen machen, bis zum heutigen Tag. Also das ist so und deshalb wir wollen den Kunden, egal ob es jetzt privat oder ist oder eben firmenmäßig ist, das Beste, was wir halt können, wollen wir auch den Kunden anbieten und machen. Dafür habe ich meine Frau. Sie ist mein Computer, sie weiß alles. Sag ich mal, Svetli, wie heißt das? Svetli, wo ist das? Sie ärgert sich dann immer. Du merkst ja gar nichts, alles muss ich für dich machen. Sie hat recht. Aber es ist halt so. Ein Mensch ist so, ein Mensch ist so. Aber wenn wir uns beide akzeptieren, hält das die Partnerschaft. Sie hat ein irrsinniges Talent, sich sogar Verwandtschaftsverhältnisse von den Familien zu merken und in Verbindung zu bringen. Also wenn jetzt ein Kunde anruft, der auch schon länger nichts gemacht hat und er sagt den Namen, dann sagt er, ja, du bist ja der Cousin und der und die Nichte und die sind dann total perplex, dass sie das alles weiß. Ja. Das hat uns natürlich jetzt auch ein bisschen einen Heimvorteil gebracht. Irgendwie erscheint vielleicht immer der Eindruck, dass wir halt eher die Hochzeitsfilmer sind. Ja. Meine Frau hat das nicht so gern, weil sie sagt, wir machen ja nicht nur Hochzeiten. Damit hat sie irgendwie recht, aber das prägt aber unser Leben. Und Hochzeiten sind viel intensiver, wie eben die Firmenanteile oder wenn ich fürs Stadtfernsehen oder fürs Fernsehen filme. Ja. Das ist
irgendwie bequemer, ja, weil Stadtfernsehen bin ich manchmal nur der Kameramann. Ich mache meinen Job und auf Wiedersehen, es schneidet wer anderer. Aber da eine Hochzeit begleitet, also erstens einmal, diese Menschen wollen halt 5, 6 Stunden Filme, das hast du nicht in einen Tag runtergerattert. Eine Firmengeschichte, die kann ich sogar manchmal in einem Tag fertig schneiden. Ja, natürlich gibt es dann Korrekturen oder die sind nicht zufrieden oder was weiß ich. Weniger heikel wie eine Hochzeit, weil eine Hochzeit kann man nicht wiederbringen. Und aber eine Filmaufnahme für eine Firma kann ich wiederholen, wenn etwas schief gehen würde. Oder ich kann auch vor Ort, ist es auch so, dass man es ist halt ein bisschen mehr Ruhe vielleicht beim Arbeiten, weil ich ja dann doch nach einem Regieplan oder sowas vorgehe und ich sage dann, nee, das passt jetzt nicht, machen wir es halt noch einmal. Bei einer Hochzeit kannst du es ja nicht. Oder die Menschen sind halt so aufgeregt und das sind ja auch keine Schauspieler. Ja. Und manche sind natürlich besser, die sind Schauspieler, aber der Großteil ist halt kein Schauspieler und keine Schauspieler. Und die wollen das halt, ist halt schwieriger zu arbeiten. Und das ist halt, deshalb begleitet uns halt die Hochzeitsfilme halt länger. Ja, und deshalb spreche ich halt immer mehr davon und das hat meine Frau nicht so gern. Ja, das habe ich halt so Sammlungen halt. Und das sind halt so diverse Sachen, wo ich gefilmt habe. Im Vorfeld machen wir Videoclips. So, das ist auch eine kleine Liebe von mir. Deshalb ist ja dieses Zoras Bar Mitzvah da auch entstanden. Weil diese Ruth Beckermann hat damals, ihr Sohn hat auch Bar Mitzvah gehabt. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ich habe ihr dann erzählt. Und sagte, das will ich mal anschauen. Dann war sie tatsächlich gleich am nächsten Tag war die da, hat sich dann angeschaut, was ich für Clips mache. Ja. Das sind so kleine Minifilmchen. Natürlich habe ich nicht ein Budget wie Hollywood, aber ich versuche es halt so nah wie möglich an Hollywood heranzubringen. Wenn es jetzt übertrieben und zu eitel, wenn ich das jetzt so sage. Aber bei vielen Sachen ist es mir, glaube ich, schon auch gelungen. Also sprich auch Zoras Bar Mitzvah, also da haben wir wirklich riesen Aufwand betrieben. Ich weiß nicht, habt ihr das sicher angeschaut, ja, wo Pferde und Stuntmen und zusätzliche Leute, die halt damals, heutzutage ist es ein bisschen einfacher, aber damals haben wir eben diese Köpfe ausgetauscht. Ja. Also, wo man den Humphrey Bogart haben wir den weggenommenen Kopf und haben den Kopf vom Bar Mitzvah-Jungen draufgesetzt. Die Ruth Beckermann hat mich tatsächlich begleitet. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Für mich ist es fast ein Jahr so vorgekommen, vielleicht war es nur ein halbes Jahr, ich weiß nicht, das war irrsinnig lang. Damals war das irgendwie so, dass viele Leute geglaubt haben, es ist mein Film. Aber ich wollte es ja eh nicht, das war ihr Film. Andererseits war es natürlich für mich auch eine irrsinnige Erfahrung. Und die Ruth hat die Premiere in Paris gehabt, in einem riesen Kino, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube 1000 oder über 1000 Leute passen in diesem Kino. Und dort haben sie diesen Film präsentiert als Premiere. Ja, und ich war bei dieser Diskussionsrunde dort eingeladen und das auch noch auf Englisch. War ein bisschen eine komische Situation. Ich habe schon ein paar stotternde Sätze da rausgebracht. Die Ruth hat mich dann gerettet und hat das dann übersetzt für die Leute, was ich meine. Ja. Also ich habe meine Kinder damals mitgenommen, meine Frau natürlich. Wir sind mit einer Limousine abgeholt worden, sind dort in dieses Kino wie ein richtiger Superstar, in extra Raum, VIP-Raum und dann dort VIP-Stühle gehabt und so weiter. Es war also wirklich sehr, sehr eine Erfahrung, eine tolle Erfahrung war es, ja. Das war auch ein Theaterstück im Café, also vom Kaffeehaus. Das ist einer der ersten. Da sind wir da, sind meine Kinder drauf. Das ist schon gar nicht mehr alles. Ja. Das ist meine Mutter noch und so. Jo. War ich auch, also auch sehr. Ist auch ein Theaterstück in der Arena. Das war, ja, ein Musiker. Ich möchte gerne eine Reportage machen, aber so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das Problem ist noch immer, dass ich bin noch voll im Arbeitsleben und wenn man im Arbeitsleben ist, dann kann man eben schwer
eben jetzt sagen, ich mache diese Reportage, weil dann musst du komplett, also ich fühle mich halt so, ich muss komplett abschalten und mich dann wirklich nur mehr um das konzentrieren und dann bleibt nicht mehr viel für das andere über. Ja. Und da ist eben die Lena Rothstein und die hat selber eine Biografie über sich selbst geschrieben. Und ich natürlich, hallo Drio, ich release diese Biografie, ändere das ein bisschen ab, mache mir ein paar Notizen dazu und ich habe meinen Film fertig. Aber ich habe jetzt angefangen zu lesen und jo. Ich war halt ein bisschen konfus bei der ganzen Geschichte und ich kann mich noch immer vielleicht nicht richtig konzentrieren. Also es ist wirklich interessant, aber sie springt so, sie fängt so mit einem Intro an und macht so eine Art Vorspann, also über ein Gesamtbuch, was sie ihre Geschichten schreibt, aber sie fängt nicht mit mit ihrer Kindheit an, sondern sie fängt einmal wo ganz anders an und springt dann wieder hin und wieder her. Und ja, ich muss das jetzt in meine Gedanken ordnen. Ja. Ich möchte auch versuchen, ein bisschen einen anderen Reportagenstil oder so reinzubringen. Ja. Also zum Beispiel, weil ja das Budget so klein ist, oder ich habe überhaupt gar kein Budget noch, weil das nehme ich jetzt mal auf meine eigene Kappe, aber ich möchte den ersten Film alles auf meine Kappe nehmen, weil dann bin ich von niemandem abhängig und ich hoffe, dass das gut gelingt oder sehr gut gelingt und wenn das Erfolg hat und es macht mir Spaß, und weiterzumachen. Er spielt auch einen Rechts. Das ist irgendwie lustig. Das spielt in der Jetztzeit. Die sucht eine Untermieterin, einen Untermieter, und der zieht dort ein. Das ist zuerst ist er ein Rechtsextremer. Und dann zum Schluss wird er bekehrt. Und das war ganz nett. Also ich bin kein gläubiger Mensch. Aber irgendwie glaube ich an etwas Höheres. Und irgendwie, bei mir ist der hat mir immer Glück gebracht, obwohl er mir immer ein bisschen Steine in den Weg legt. Aber vielleicht ist das auch gut, weil da muss man sich wieder zusammenrappeln und sagen, okay, da ist wieder ein Konkurrent da, der hat das ein bisschen besser, der hat die Idee gehabt, er hat das ein bisschen anders gefilmt, der hat das gemacht und so weiter. Und dann werde ich wieder wachgerüttelt und dann mache ich halt wieder weiter und dann geht es wieder aufwärts. Ja. Und so ist es. Ja. Also das ist mein Glaube. Also Glaube. Natürlich, ich halte zum Judentum und ich sag immer, einmal als Jude geboren, kannst du nur als Jude sterben. Auch wenn es gibt andere Leute, die halt nicht jetzt in der Zeiten von Kriegszeiten, wo sie viele gedacht haben, vielleicht trete ich zum Christentum über und ich werde verschont von diesem Elend, von den Vernichtungslagern und so weiter. Vielleicht sind es ein paar gelungen, aber vielen auch nicht. Weil wie ich sage, du bist als Jude geboren und kannst nur als Jude sterben. Also das Judentum selber wird sehr safe gehalten, also von den Rabbinen, um eben, dass es nicht verloren geht. Und da sind natürlich Traditionen wichtig. Weil wenn ich jetzt keine Traditionen einhalte, würde das jetzt alles verloren gehen. Also, denke ich mal. Leider begleitet das Judentum diese Holocaust-Geschichte. Ich versuche das Thema natürlich zu behandeln, weil man kann es nicht wegradieren. Aber nicht jetzt immer auf diese Tränendrücker-Geschichte hinzuarbeiten, ja, und es ist wirklich ein schreckliches. Also das will ich jetzt wirklich, dass man mich jetzt nicht falsch versteht. Das ist eben die Gefahr, was ich jetzt Angst habe. Aber ich will jetzt einmal auch das jetzige Leben, wie lustig und schön es sein kann. Und ich muss jetzt nicht Holocaust, 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 Holocaust. Und dann habe ich nur so vielleicht, ja, jetzt ist er lustig. Das könnte man vielleicht bei vielen Themen ändern. Und vielleicht so, also, es gibt genug auch lustige jüdische Sachen, jüdische Filme, ja. Aber vielleicht soll es davon mehr geben, sagen wir so, dass man halt sagt, das Judentum ist wirklich auch lustig. Jüdischer Humor und so. Also, dass man vielleicht fehlt da zu viel, also ein bisschen was. Das ist eigentlich auch etwas Interessantes.
Salon Kitty. Das war eine Mischung fürs Wiener Stadtfernsehen. Es war eine Talkshow. In unserem Lokal war eine Burlesque-Show, regelmäßig. Und die hat irgendwie diesen W24-Menschen da gekannt. Und da ist der W24-Sender gekommen und hat die erste Veranstaltung gemacht. Da war apropos auch die Conchita Wurst dabei. Der Legende nach hatte die ihr Koks in den Plateauschuhen versteckt. Und ich schau mir das an, die haben kein gescheites Equipment gehabt. Und die haben aber nicht gewusst, dass ich eigentlich mein Hauptberuf das Filmemachen ist. Und dann nach der ersten Sendung sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ich sage, wisst ihr, was ich eigentlich wirklich mache? Ich mache eigentlich Übertragungen und eben Filmaufnahmen. Ja, wirklich, wirklich. Ja, dann gibt es ja nichts Ideales. Dann machst du diese Aufzeichnung und so haben wir in dem Salon Kitty ein paar Folgen gemacht dort. Das ist leider auch abgesetzt worden bald. Boah, mein Lieblingsfilm. Es ist so mit dem Essen. Ich esse alles gerne. Und ich habe auch keinen speziellen Lieblingsfilm. Also ich habe nur zu den einzelnen Themen, die ich mir rauspicke, und da muss ich muss ich wieder zu den privaten Filmen übergreifen, weil ich ja dort diese Clips mache. Und da hole ich mir natürlich die Ideen von irgendwelchen Filmen, die mir halt gefallen haben. Aber ich habe nicht so einen richtigen, das ist mein Lieblingsfilm. Ja, das könnte ich vielleicht eingrenzen. Ja. Was ich nicht gern habe, sind so Quatsch-Filme, die ganze Zeit über irgendwas herumgeredet wird und es passiert sehr wenig. Ich habe gern so Action, so mehr, sagen wir doch so mehr in James Bond Richtung oder Hitchcock, solche Geschichten. Ja. Also das ist eher meins. Also wenn ich es jetzt aussuchen würde wollen. Und Komödien natürlich, die liebe ich. Also habe sehr gern lustige Sachen. Also, nein, das sind Nein, das sind keine Videos, das sind eigentlich GEMA-freie Musik ist das. Ach so. Und das hat man diese Firma, ich weiß nicht, von was die gelebt hat, die hat diese ganzen CDs gratis geschickt. Mhm. Natürlich habe ich mich gefreut. Und dann, wenn du das Lied benutzt hast, hast du das aufschreiben müssen, für was es ist, wo es gespielt wird, und dann hast du erst für dieses Lied die Rechte bezahlt. Ja, es ist eine Deko eigentlich. Inzwischen ist es eine Deko, ja. Für mich ist jede Hochzeit oder jeder Film, jeder Clip, das ist für mich so wie, ich bin schon routiniert und ich nehme es jetzt schon irgendwie jetzt komischerweise in den letzten, erwische ich mich, dass ich schon ein bisschen entspannter nehme. Aber trotzdem, es macht mir so Spaß, also jede Tätigkeit, die ich mache, so wie wenn ich es das erste Mal mache. Und das ist das Schöne daran.